Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um ein neues Lenkrad. Ich habe ja bereits ein Lenkrad von Cube Controls. Diese Lenkräder passen nicht 1:1 an eine Fanatec Wheelbase. Ich habe ja selber eine Fanatec Wheelbase und wenn ihr solche Lenkräder einsetzen möchtet, dann müsst ihr dort eben mit dem Podium Hub Adapter arbeiten und über diesen Adapter könnt ihr dann das Lenkrad an eurer Wheelbase, an einer Podium Wheelbase oder aber auch an einer Clubsport Wheelbase, wie das bei mir der Fall ist, betreiben. Heute, wie gesagt, geht es aber erstmal um das Lenkrad an und für sich. Ich habe aktuell ein Formula-Lenkrad und habe mir jetzt eine zweite Version bestellt mit einem etwas größeren Durchmesser. Das Formula-Lenkrad, was ich bereits habe, hat vom Durchmesser 280 mm, das bedeutet also 28 cm. Das Lenkrad, was ich jetzt hier bestellt habe, ein GT Pro, das ist oben offen und hat einen Durchmesser von 300 mm bzw. 30 cm. Die Verpackungen sind immer identisch. Die Lenkräder kommen immer in solchen wirklich schönen Boxen. Dann ist hier noch so ein bisschen Schaumstoffabdeckung jetzt in dem Fall dabei. Und hier ist dann auch schon direkt das Lenkrad. Wie gesagt, es handelt sich hier jetzt um ein GT Pro Lenkrad. Bei dem Pro Lenkrad ist im Vergleich zu meinem Formula Lenkrad, ich habe ein Formula Sport. Hier drin ist im Vergleich zu meinem Formula Sport auch nochmal schöner ausgearbeitet, wie das Lenkrad in der Packung sitzt. Wie gesagt, das Lenkrad ist jetzt eine etwas breitere Version. Hier oben offen und bietet zwei Schaltpedals. Das Formula Sport, welches ich habe, hat auch zwei Schaltpedals. Es gibt hier noch eine andere Version mit 4 Schaltpedals, wo ihr dann also auch nochmal Kupplung betätigen könntet über so eine Wippe hier. Das wollte ich aber nicht. Für mich sind 2 Schaltpedals absolut ausreichend. So ist da auch genügend Platz für die Finger, sonst wird das alles recht eng. Dann haben wir hier beleuchtete oder hintergrundbeleuchtete Knöpfe, das war mir wichtig. Mein Formula Sport hat das leider nicht und das Formula Pro hat wiederum 4 von diesen WIP-Schaltern hinten. Das ist dann alles extrem vollgepackt und ist alles immer sehr eng. Das finde ich nicht so angenehm beim Fahren. Da kommt man gerne mal an irgendeinen Knopf ran, den man eigentlich nicht betätigen wollte. Deswegen hier die etwas abgespeckte Version. Aber hier gibt es eben die Möglichkeit, auch in der abgespeckten Version entsprechend hintergrundbeleuchtete Knöpfe zu haben. Was wirklich klasse ist, dann sieht man das eben auch im Dunkeln. Wir haben hier verschiedene Drehregler, 2 hier unten und auch nochmal links und rechts jeweils einen. Haben hier also sogenannte Rotations-Switches oder Rotationsschalter. Dann haben wir hier einen 7-Wege-Joystick, das heißt, wir können hier in alle möglichen Richtungen den Joystick bewegen. Er hat eine Druckfunktion mit Klick und eben verschiedene Druckknöpfe und nochmal Switches beziehungsweise auch Joysticks. Also hier oben haben wir Switches, Ein-Aus-Switches, wo dann auch per Licht angezeigt wird, in welcher Position es sich befindet. Und dann haben wir hier nochmal entsprechende Joystick-Knöpfe. Ja, das jetzt soweit erstmal zum Lenkrad. Wie gesagt, das ist jetzt heute nur ein kurzes Video. Hier hinten ist die Adapterplatte, mit der wir das Lenkrad dann an diesem Podium-Adapter befestigen können. Hier innen drin sieht man auch, man könnte das Lenkrad auch direkt anschließen. Es kommt immer darauf an, was für eine Base ihr habt, um eben solche Funktionen zu ermöglichen. Hier unten in diesem 45-Grad-Stecker kommt dann das Kabel, das Anschlusskabel rein und von dem Anschluss hier geht es dann eben an euren PC mittels USB. Das heißt, das Lenkrad taucht ganz normal als Joystick auf. Jetzt vielleicht noch als kleinen Tipp für euch, diese Lenkräder, wenn ihr die an euren Computer anschließt, dann am besten erst einmal, ohne dass ihr sie montiert habt, um einfach die Knöpfe und Funktionen einmal zu testen. Ich zum Beispiel habe ja meine Peripheriegeräte, also die Wheelbase, das Lenkrad, die Pedale über einen USB-Hub angeschlossen und da kann es dann schon mal sein, dass ihr die entsprechenden, also vor allem bei den Schaltwippen, dass ihr die nochmal nachkalibrieren müsst. Deswegen am besten eben, wie gesagt, erstmal trocken an den PC anschließen, alle Knöpfe kontrollieren, ob die auch wirklich aktivieren, beziehungsweise ob die nicht gegebenenfalls daueraktiv sind. Das war bei meinem Formula Sport Lenkrad der Fall.
Da war die Vorkalibrierung eben nicht 100%. Da kann aber jetzt der Hersteller nichts dafür, denn das ist einfach, ja, wie gesagt, je nachdem, wie ihr das Lenkrad anschließt, wie viele Geräte noch dazwischen hängen, USB-Hub, gegebenenfalls Störfrequenzen, kann es schon mal sein, dass dieser Potentiometer, das hier ist ja ein entsprechender Hallsensor, das bedeutet, er misst das Magnetfeld und je nachdem, wie gesagt, wenn da Störquellen sind, kann es eben sein, dass ihr diesen Hallsensor nachstellen müsst. Bedeutet, ihr macht ihn entweder sensibler oder weniger sensibel, damit eben der Auslösepunkt wirklich sauber funktioniert. Dafür gibt es eben entsprechende Verstellschrauben und das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr das vorher einmal testet, Lenkrad anschließen, alle Knöpfe ausprobieren, ob auch alles aktiviert. Wenn irgendwo ein Knopf daueraktiviert ist, eben die Sensitivität ein wenig runterstellen, damit das mit dem Aktivieren klappt. Und wenn irgendein Knopf oder jetzt hier zum Beispiel der Schalthebel sich nicht aktiviert, dann eben die Sensitivität hochstellen. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, jetzt hat er gesagt USB-Kabel, wo ist denn überhaupt das Zubehör? Die Box ist ja so leer. In dem Fall befindet sich unterhalb dieser Abdeckung nochmal Zubehör. Das heißt, ihr habt hier zum einen auch nochmal eine Anleitung, wo auch nochmal drin steht, wie ihr euer Lenkrad kalibrieren müsst, für den Fall, dass eben so ein Fehler besteht, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Da schaue ich auch mal schnell, ob ich die Seite für euch finde. Hier ist sie zu sehen. Ich denke, man kann das jetzt ganz gut erkennen. Das sind eben genau diese beiden Schrauben, die ich gerade eben gezeigt habe. Unterhalb dieser Schrauben gibt es ein Potentiometer und wie gesagt, solltet ihr den Umstand haben, dass einer der Schalter daueraktiv ist oder eben nicht auslöst, dann müsst ihr hier eben am Potentiometer eine Feinkalibrierung vornehmen. Was auch dabei ist, sind natürlich Aufkleber. Das bedeutet, ihr könnt völlig individuell euer Lenkrad gestalten. Das heißt, wo möchtet ihr welche Funktion haben und könnt das dann eben individuell nach euren Wünschen mit den Stickern versehen. Dann ist das USB-Kabel dabei. Ich habe ja gerade schon erwähnt, das wird mittels USB-Kabel angeschlossen. Dieser Anschluss geht an euer Lenkrad und dann einfach ein ganz normaler USB-A-Anschluss Richtung Computer. Dann sind auch noch dabei ein paar kleine Utensilien, ein kleiner Schraubenzieher zur Kalibrierung, ein bisschen Werkzeug, um das Lenkrad mit eurer Wheelbase oder eben jetzt bei mir mit dem Podium Hub Adapter zu verbinden, eine Pinzette für die Aufkleber. Da ist also wirklich alles drin, was man so braucht. Und jetzt hätte ich gesagt, teste ich einmal das Lenkrad auf die Funktion, ob das auch wirklich alles funktioniert und die Knöpfe auslösen. Dafür wechsle ich jetzt einmal an den Computer. So, ich habe das Lenkrad jetzt einmal mittels USB verbunden und wenn wir jetzt auf der Rückseite schauen, hier ist jetzt eben der Verbindungsstecker angebracht und wir sehen auch am Lenkrad selbst, die Knöpfe leuchten entsprechend. Das kann man trotz der guten Lichtverhältnisse hier sehr schön erkennen. Das heißt, die Knöpfe sind also auch im Dunkeln zu erkennen und man kann die nicht verfehlen. So, jetzt sind wir hier auf der Windows-Oberfläche. Ich habe einmal die Game Controller-Einstellungen geöffnet. Ich habe jetzt lediglich das Lenkrad verbunden. Wir können jetzt hier auf Eigenschaften gehen und sehen dann eben alle Knöpfe des Lenkrads. Was jetzt hier direkt schon mal auffällt, was anders ist als bei meinem Formula Sport, keiner der Knöpfe ist daueraktiviert. Daueraktiviert würde bedeuten, ich drücke jetzt mal einen Knopf, würde bedeuten, dass eben wie jetzt hier zum Beispiel Knopf Nummer 15, dass der dauerhaft leuchtet und dadurch eben nicht getoggelt werden kann. Also sprich, man kann dann nicht mehr zwischen ein, aus entscheiden. Das ist hier nicht der Fall. Alle Knöpfe sind eben entsprechend aus und somit ja einwandfrei in Sachen Funktion. Jetzt teste ich einfach alle Knöpfe einmal durch. Die werden also alle erkannt bisher. Das waren jetzt die oberen beiden Knöpfe. Das war der Toggle-Switch, der funktioniert auch. Das hier ist jetzt einer dieser 4-Wege-Switche. Beziehungsweise, nee, das ist auch ein 2-Wege-Switch, aber ein bisschen, der fühlt sich echt scheiße an, muss ich sagen. Okay, gut, funktioniert aber auch. Dann haben wir hier unser 7-Wege-Knopf, das heißt, wir haben hier einmal rechts, links,
Wir haben hier unseren Joystick hoch, runter und wir haben den Knopf selber. Dann haben wir unten links das Drehrad hoch, zurück, also auch unser Rotationsknopf. Dann haben wir unten nochmal zwei Knöpfe, die lassen sich auch aktivieren. Nochmal zwei Rotationsregler, rechts, links, das funktioniert auch. Hier ist auch nochmal ein Knopf, der lässt sich auch aktivieren. Und jetzt die spannende Frage mit den Shiftern. Ich aktiviere jetzt mal den linken Shifter. Der löst einwandfrei aus. Jetzt aktiviere ich den rechten Shifter. Ich denke, man kann das auch hören. Ich halte das jetzt mal ans Mikrofon. Funktioniert einwandfrei. Das heißt, hier muss ich jetzt keine Feinjustierung vornehmen. Genau so ist das eigentlich perfekt. Und das ist ja schon mal positiv. So, ich habe euch jetzt hier mal mein bisheriges Lenkrad hingelegt, beziehungsweise eines meiner Lenkräder. Das ist wie gesagt das Formula Sport Lenkrad. Das ist vom Durchmesser etwas schmaler. Das hat wie gesagt nur 28 cm. Wenn man jetzt mal hier im Vergleich das GT Pro daneben hält, dann sieht man, dass hier außen das eben entsprechend weiter ist. Wenn ich das oben drüber setze, ja, das kann man jetzt ein bisschen schwer sehen. So denke ich, sieht man das auch ganz gut. Hat eben einen etwas weiteren Griff. Das ist ganz angenehm. Diese 28 cm sind mir persönlich eigentlich immer ein bisschen zu schmal. Es ist allerdings sehr schwierig, schöne Lenkräder zu finden, eben in diesem Formula-Look, die nicht 28 cm haben bzw. breiter sind. Ich weiß nicht wieso, aber da gibt es irgendwie sehr wenige auf dem Markt. Was ich auch nicht verstehe, wieso man hier nicht einfach generell vorsieht, dass man da ein bisschen justieren kann. Ich sage mal 2 cm auf jeder Seite. Wäre ja nicht schwierig, da eine entsprechende Justierung vorzusehen, indem man hier mittels Schrauben und einem Langloch das irgendwie so konstruiert, dass man sich eben diese beiden Griffe nach außen oder innen schieben kann. Ja, wie gesagt, warum das nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Ich fände es eigentlich ganz angenehm, wenn man da ein bisschen mehr Flexibilität hätte. Aber ich habe da nichts Passendes auf dem Markt gefunden. Hier ist jetzt, wie gesagt, der etwas große Nachteil für mich tatsächlich, wenn ich dann eben im Dunkeln fahre, habe ich manchmal so ein bisschen Probleme, den richtigen Knopf zu treffen. Zumindest ist mir das schon passiert bei der Boxeneinfahrt oder so. Denn diese Knöpfe sind nicht beleuchtet, das ist ein bisschen schade. Ansonsten gefällt mir das Layout sehr, sehr gut. Ich könnte natürlich auf dieses Formula Pro wechseln. Problem ist da aber, dass ich dann auf der Rückseite nicht mehr nur 2 Shifter habe, sondern eben 4, und dann wird mir das da hinten ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu voll. Ich möchte nicht, mir reichen diese 2 Shifter vollkommen aus und ich möchte da eigentlich nicht noch einen weiteren Shifter haben. Ich habe schon angefragt, ob man das nicht ein bisschen modularer gestalten könnte oder individueller, oder ob ich vielleicht hier einfach entsprechend beleuchtete Knöpfe nachrüsten kann. Laut Cube Controls geht das aber nicht, da hier innen drin ein spezifisches PCB verbaut wird. Das heißt also, die Platine innen drin, auf die die Knöpfe aufgelötet sind oder aufgesteckt, ist leider eine andere wie beim GT Pro, und deswegen kann man die Teile nicht tauschen. Sehr schade. Auch hier finde ich, wäre es natürlich klasse, wenn man da von Herstellerseite so eine Flexibilität einfach vorsehen würde. Das hätte auch nochmal so ein bisschen einen individuellen Charakter, wenn man dann gewisse Knopfarten oder sowas nachkaufen kann und sich das selber zusammenpuzzeln. Also das fände ich eigentlich ganz schick, aber wie gesagt, das geht halt momentan nicht. Vom Layout bin ich hier sehr zufrieden, und was ich euch jetzt zeigen wollte, ist eben dieser Adapter mit diesem Podium Hub Adapter. Der wird hier einfach verschraubt und der kann dann hier hinten auf der Rückseite 1:1 an eure Fanatec Wheelbase angeschlossen werden. Hier drin ist auch wieder ein kleines PCB mit einer Platine, was eurer Wheelbase vorgaukelt. Hier vorne sein Fanatec Lenkrad, sodass für die alles in Ordnung ist. In Wirklichkeit schließt ihr euer Lenkrad aber ganz normal an den PC an. Und was ich jetzt mache, ich löse diese Verbindung hier und stecke das oder schraube das einfach auf mein neues Lenkrad um. Das mache ich jetzt und dann zeige ich euch einmal das Ergebnis. Bevor ich das jetzt mache, habe ich aber ganz vergessen, wollte ich euch noch einmal zeigen an dem Formula Lenkrad, was das denn bedeutet mit der Sensitivität der Schalter hier. Denn hier hatte ich eben am Anfang das Problem, dass die Schalter nicht richtig erkannt wurden, beziehungsweise dass einer der Schalter daueraktiv war, und das zeige ich euch jetzt auch nochmal am Computer, wie das dann eben aussieht. Ich habe jetzt nochmal das Formula Sport angeschlossen. Das hört man jetzt auch ganz gut am Klickgeräusch der Shifter. Die sind also etwas lauter.
Und hier ist jetzt eben so, wenn man den Shifter betätigt, wie gesagt, kann man eben diesen Potentiometer so einstellen, dass er entsprechend sensibel oder weniger sensibel auslöst in Bezug auf den Punkt, ab wann der Magnet weit genug weg ist. Und da kann es eben sein, und bei mir war das so, da war sozusagen der initiale Zustand, ich habe das Lenkrad angeschlossen, eben genau so, dass für einen Shifter der Zustand daueraktiv war, obwohl der Shifter nicht gedrückt wurde. Und dann ist es eben erforderlich, dass ihr diesen Potentiometer entsprechend neu kalibriert und der dann weniger sensibel ist oder ihr den sozusagen weniger sensibel einstellt. Das, wie gesagt, nochmal der Hinweis für euch an der Stelle. Ich habe jetzt euch einfach, um das nochmal ein bisschen genauer zu zeigen, hier mal diese Schraube entfernt. Wenn wir uns die andere Seite anschauen, ist dort die Verschlussschraube noch angebracht. Und wie gesagt, wenn ihr diese Schraube entfernt, ist dort ein Loch und dann ist so ein kleiner Kreuzschlitzschraubenzieher dabei. Den führt ihr hier vorsichtig ein, ganz vorsichtig, und dann dreht ihr den ganz langsam und vorsichtig, so lange bis ihr merkt, dass er einrastet. Hier ist jetzt gerade eben eingerastet, ich nehme ihn noch mal ein bisschen raus. Und wenn ich jetzt weiter drehe, dann seht ihr, dass er hier drin versinkt. So, und jetzt könnt ihr eben an diesem Potentiometer drehen. In diese Richtung, also sozusagen gegen den Uhrzeigersinn, schaltet ihr dieses Potentiometer sensibler. Bedeutet also, wenn ihr gegen den Uhrzeigersinn dreht, in diese Richtung, wird der Potentiometer sensibler. Dreht ihr im Uhrzeigersinn, wird der Potentiometer weniger sensibel. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Computer schauen, ich mache das jetzt einmal schnell für euch, Moment. So, jetzt habe ich, wie gesagt, einfach mal die Kamera auf den Computer gerichtet, hier mit den Eigenschaften von dem USB-Gerät. Ich habe den Schraubenzieher noch in der Position, wo wir eben ihn zurückgelassen haben, und ich drehe ihn jetzt ein bisschen in Richtung, also ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn, das heißt also sensibler, und achtet mal auf den Knopf 31. Ihr werdet jetzt hören, dass ihr kein Auslösegeräusch von einem der Schaltpedals hört. Ich löse einmal das Schaltpedal aus. Das ist das Geräusch, wenn ich das Schaltpedal auslöse. Das ist, wie gesagt, jetzt eben Knopf 31. Und jetzt drehe ich gegen den Uhrzeigersinn den Potentiometer und ihr werdet sehen, ohne Auslösegeräusch wird auf einmal der Knopf angehen. Jetzt haben wir eben genau den Zustand. Ich habe einfach den Sensor sensibler geschaltet und nun löst der Knopf dauerhaft aus. Und wenn ich jetzt das Schaltpedal betätige, seht ihr, hat es keine Funktion mehr, weil er einfach daueraktiv ist. Das heißt, ich drehe ihn jetzt wieder zurück auf weniger sensibel. Jetzt ist er aus. Jetzt löse ich nochmal das Schaltpedal aus. Und jetzt sehen wir, ich habe ihn zu wenig sensibel eingestellt. Das heißt, ich drehe wieder ein bisschen in Richtung sensibel, löse das Schaltpedal wieder aus. Hat immer noch nicht gereicht. Noch ein bisschen mehr auf sensibel gedreht. Und jetzt haben wir unser Auslösesignal. Das heißt, das ist etwas, was gegebenenfalls bei euch passieren kann. Ihr habt jetzt gesehen, wie ihr das eben entsprechend kalibriert, um die Funktion auch eurer Schaltpedals gewährleisten zu können. Und jetzt aber zum entsprechend dem neuen Lenkrad, welches ich an meinem Podium Hub befestigt habe. So, jetzt habt ihr also gesehen, das Formula Sport Lenkrad. Ich habe euch einmal gezeigt, wie ihr das Lenkrad mit dem Podium Hub verbindet und auch wie ihr eure entsprechenden Hallsensoren von den Schaltwippen konfigurieren bzw. justieren könnt. Und ich habe jetzt, wie eben erwähnt, das neue Lenkrad, das GT Pro, eben mit meinem Podium Hub verbunden. Wir sehen das hier also auf der Rückseite. Die Verbindung mit dem Podium Hub Adapter ist jetzt hergestellt. Ich habe hier jetzt 3 Schrauben verwendet. Ihr könntet auch noch mehr Schrauben einsetzen, wenn ihr wolltet. Ich habe jetzt hier oben eine Schraube platziert und dann hier unten und das gleiche auf der anderen Seite. Also 3 Schrauben habe ich jetzt gewählt. Genauso viele Schrauben hatte ich auch bei meinem Formula Sportlenkrad verbaut und die Verbindung ist sehr solide. Das sind beides hier Aluminium, beziehungsweise doch, das sind Aluminiumteile, so wie sich das anfühlt. Und da kann sich jetzt nichts verwinden.
Die Verbindung ist super solide, das Ganze ist fest verschraubt, da passiert also überhaupt nichts. Hier ist also meiner Meinung nach nicht notwendig, dass man mehr als 3 Schrauben einsetzt, zumal die auch, wie gesagt, analog zu diesen Positionen, wie man jetzt hier sieht, im Hintergrund auch gesetzt sind, also auch schön verteilt, ein schönes Pattern, da bewegt sich nichts. Und jetzt kann ich, wie gesagt, das neue Lenkrad, da dieser Podium Hub Adapter verbunden ist, einfach mit meiner Fanatec Clubsport Wheelbase verbinden und bin ready to race. Jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder von dem Gesamtsetup, eben mit dem neuen Lenkrad. Ein Großteil des Setups kennt ihr ja schon. Jetzt eben nochmal, wie gesagt, mit dem neuen Lenkrad als Upgrade. Ich hoffe, es war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao! Woo!